Gefährliche Chemikalien in Alltagsgegenständen schaden der Umwelt und unserer Gesundheit. Besonders die Kleinsten sind dabei gefährdet. Auch in deutschen Kinderzimmern kann man Schadstoffe finden. Warum das so ist und wie ihr sie vermeiden könnt, zeige ich euch jetzt. Besonders Kleinkinder erkunden ihre Welt mit den Händen und auch gerne mal mit dem Mund. Sie befinden sich noch in der Entwicklungsphase, deswegen sollten wir besonders hier einmal mehr auf Nummer sicher gehen. Plastik, Spielzeug, Bodenbelege und andere Einrichtungsgegenstände können zum Beispiel hormonstörende Chemikalien enthalten, sogenannte endokrine Disruptoren. Deren Molekülstruktur ähnelt der von Hormonen und kann so das Hormonsystem aus dem Gleichgewicht bringen. Die Wissenschaft über dieses Thema steht noch am Anfang, aber viele Forschende sind von den bisherigen Ergebnissen sehr beunruhigt. Denn hormonstörende Stoffe werden zum Beispiel mit negativen Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern und Fruchtbarkeitsproblemen in Zusammenhang gebracht. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, werden wir die vom Gesetzgeber geschützt? Teilweise ja. Artikel, die für Kinder bestimmt sind, unterliegen nationalen und EU-weiten Richtlinien. So müssen zum Beispiel alle Spielzeuge, die in der EU verkauft werden, mit einer CE-Markierung versehen sein. Damit bestätigt der Hersteller, dass die Sicherheitsstandards und Regulationen bei der Produktion des Artikels eingehalten wurden. Denn es gibt Verbote und Grenzwerte zur Verwendung von bestimmten gefährlichen Chemikalien in Kinderprodukten. Warum werden Kinder dadurch nur teilweise geschützt? Leider werden nicht immer die Verbote und Grenzwerte eingehalten. Eine Untersuchung der Stiftung Warentest aus dem Jahre 2015 fand heraus, dass mehr als 25% der Kuscheltiere verschiedene Schadstoffe enthielten. Ein Großteil der Spielsachen ist heutzutage leider aus Plastik hergestellt. Plastik enthält viele Zusatzstoffe und gewünschte Funktionen zu erfüllen. Zum Beispiel soll das Material besonders weich, bunt oder auch biegsam sein. Diese Chemikalien können sich nach und nach aus dem Plastik lösen und wir nehmen sie dann über den Mund, über die Haut und über die Atmung in unseren Körper auf. Sehr beliebt bei Kindern sind nicht nur Kuscheltiere, sondern auch verschiedene Tiere aus gummiartigem Plastik, wie zum Beispiel Dinos oder Farbtiere. Bei der Herstellung durchlaufen die Tiere verschiedene Produktionsschritte, bei denen eine Vielzahl von gefährlichen Chemikalien zum Einsatz kommen. Sie bestehen meistens aus PVC, das bedeutet Polyvinylchlorid. Häufige Zusatzstoffe bei dieser Art von Plastik sind Weichmacher. Weichmacher wiederum machen das Material, wie der Name schon sagt, biegsam, elastisch und weich. Sie können das Hormonsystem stören und stehen deshalb unter Verdacht, einige Arten von Krebs zu begünstigen, sowie negativ auf die Entwicklung und Fruchtbarkeit zu wirken. Einige Weichmacher sind in der EU in Kinderprodukten verboten oder eingeschränkt. Allerdings werden andere Weichmacher eingesetzt, deren gesundheitliche Auswirkungen ebenso kritisch sein könnten. Auch hoch im Kurs bei Kindern stehen Quetschbälle aus superelastischem Plastik oder Memoryschaum. Es gibt sie in allen Formen und Farben. Sie zeichnen sich durch einen intensiv süßlichen Geruch aus. In einem Produkttest wurde die Substanz Dimethylformamid darin gefunden. Dieser Stoff wird seit 2012 als besonders besorgniserregende Substanz in der EU eingestuft, weil sie fruchtbarkeitsschädigend wirkt und Leberschäden verursacht. Aus diesen Gründen solltest du bei biegsamen und gummiartigen Plastikspielzeugen besonders vorsichtig sein. Denn sie können oft Konservierungsmittel, zinorganische Verbindungen, Weichmacher oder andere Schadstoffe enthalten. Greife deswegen lieber zu nachhaltigeren Alternativen. Achte beim Kauf von Plastikspielzeug auf eine Zertifizierung. Informiere dich mit Hilfe von verschiedenen Untersuchungen von zum Beispiel Stiftung Warentest oder Ökotest über Produkte, die du kaufen möchtest. Zudem gilt in der EU die Auskunftspflicht über besonders besorgniserregende Substanzen. Das bedeutet, Hersteller müssen dir auf Anfrage mitteilen, wenn eine dieser Substanzen über 0,1 Gewichtsprozent in einem Produkt enthalten ist. Mit der App Scan4Chem kannst du dein Produkt einscannen und eine Anfrage an den Produzenten stellen. Ein Tipp zum Thema Plastik gibt es noch. Lass deine Kinder nicht mit Plastik spielen, das nicht ausdrücklich als Spielzeug gekennzeichnet ist, denn dann kann es noch mehr Schadstoffe enthalten. Holzspielzeug ist eine nachhaltige und sichere Alternative zu Plastik. Hier gelten wieder Regularien, die dein Kind schützen. Bei anderen Produkten aus Holz ist das aber nicht so. Hier sind besonders Lackierungen kritisch. Kinder sind dann vor allem durch die enthaltenen Lösungsmittel einer unmittelbaren Gefahr ausgesetzt. Toluol beispielsweise ist oft ein Bestandteil von Lösungsmitteln und kann sich negativ auf die Entwicklung von Kindern auswirken und sich während der Schwangerschaft auf das ungeborene Kind auswirken. Holzprodukte sollten daher nicht einfach als Spielzeugersatz benutzt werden, solange sie nicht dafür ausgezeichnet sind. Eine weitere Quelle von gefährlichen Chemikalien ist Staub. Denn im Staub lagern sich oft diese gefährlichen Chemikalien an, die aus verschiedenen Stoffen ausdünsten. Deshalb ist es wichtig, mehrmals pro Woche Staub zu wischen oder zu saugen, auch wenn es anfangs vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig ist. Kabel- und Elektrogeräte dünsten oft Flammschutzmittel oder Weichmacher aus. Entfernt Staub deswegen besonders gründlich in deren Nähe.
Basteln mit Kindern ist eine super Beschäftigung, aber zwischen Klebern, Filzstiften und buntem Papier können sich auch gefährliche Chemikalien verbergen. Auch Kleber sollen bei einer Bastelsession natürlich nicht fehlen. In normalen Klebstoffen befinden sich oft Lösungsmittel, Konservierungsstoffe und andere Schadstoffe, die aber einfach vermieden werden können. Ein Produkt enthält wahrscheinlich Lösungsmittel, wenn die Gefahrensymbole leicht hochentzündlich, reizend oder gefährlich auf dem Etikett zu finden sind. Vermeide diese Kleber beim Spielen und greife auf Kleber speziell für Kinder zurück. Lösungsmittel können übrigens auch in Acrylfarben und ähnlichem professionellen Malerzubehör enthalten sein. Deshalb gehören diese nicht in Kinderhände. Nutze stattdessen Wasserfarben für eure bunte Bastelstunde. Kleber ohne kritische Inhaltsstoffe kannst du ganz einfach mit deinem Kind selber herstellen. Alles, was du brauchst, sind 1 bis 2 Esslöffel Maisstärke in 100 ml Wasser und 50 Gramm Zucker in 300 ml Wasser. Die beiden Gemische müssen jetzt nur noch zusammen leicht erhitzt werden und fertig ist der selbstgemachte Kleber. Mische diesen Kleber immer frisch an, damit sich keine Bakterien oder Keime bilden. Kleidung kann viele verschiedene Schadstoffe enthalten. Mit ein paar Tipps kannst du aber schon einige vermeiden. Eine kritische Chemikaliengruppe sind die perfluorierten Chemikalien, kurz PFCs oder auch PFAS. Sie werden wegen ihrer wasser- und schmutzabweisenden Eigenschaften oft in Regenbekleidung oder anderen wasserabweisenden Textilien verwendet. Sie können sich durch Knittern und Reibung aus dem Material lösen und gelangen so in die Umwelt. PFCs sind in der Umwelt schwer bis gar nicht abbaubar und konnten mittlerweile sogar schon in der Arktis nachgewiesen werden. Über die Atmung, Haut oder Nahrung gelangen sie in den Menschen. Einige PFCs können die Wirkung von Impfung vermindern, die Neigung zu Infekten erhöhen und bei Nachkommen ein verringertes Geburtsgewicht zur Folge haben. 2020 wurde eine Studie zu diesem Thema veröffentlicht. Bei 100% der Kinder, die untersucht wurden, wurden perfluorierte Chemikalien im Blut festgestellt. Schütze deine Kinder vor den gesundheitlichen Auswirkungen, denn sie können ein Leben lang bleiben. Vermeide deshalb Imprägniersprays und wähle Regenbekleidung ohne PFCs. Du erkennst sie an der Information PFC-frei oder PFAS-frei. Eine Alternative ist außerdem Regenbekleidung mit einer Wachsbeschichtung. Eine weitere unsichtbare Gefahr geht von Bioziden aus. Man erkennt sie an der Beschriftung antibakteriell auf zum Beispiel Wickelunterlagen oder Sportsocken. Biozide verhindern beispielsweise die Geruchsbildung durch Bakterien, indem sie abtöten. Klingt erstmal gut, nur ist der Einsatz von Bioziden wie Silber oder Triclosan gerade für Kinder sehr problematisch. Auch sie können hormonell wirken, Augen- und Hautreizung oder Antibiotikaresistenzen bei Bakterien hervorrufen. Kinder brauchen sogar den Kontakt zu Keimen, um ein starkes Immunsystem auszubilden. Deshalb solltest du Zubehör und Kleidung mit antibakteriellen Eigenschaften lieber vermeiden. Generell gilt bei dem Thema Kleidung, dass du es lieber vorher waschen solltest. Damit verminderst du die Schadstoffbelastung. Zusätzlich kannst du auf Ökosiegel achten, denn diese werden strenger reguliert. Jetzt kommen wir zum Thema Inneneinrichtung. Möbel und Teppiche können Flammschutzmittel und Lösungsmittel aus Klebstoffen enthalten. Das ist ja ein besonders großes Problem, weil sie eine große Oberfläche haben und potenziell auch mehr Schadstoffe ausdünsten können. Auch Tapeten können gefährliche Chemikalien enthalten. Besonders abwaschbare Tapeten bestehen häufig aus PVC. Das erkennt ihr an dem Recyclingcode Nummer 3 auf der Verpackung. PVC enthält wiederum oft kritische Zusatzstoffe wie Weichmacher. Im Kinderzimmer dünsten die Chemikalien nach und nach aus und werden über die Atmung vom Kind aufgenommen. Wie kannst du gefährliche Chemikalien im Innenraum vermeiden? Du kannst, wenn du zum Beispiel gerade neu tapezierst, den Raum einfach mehrere Tage danach auslüften und auf jeden Fall Tapeten aus Papier wählen. Bei Möbeln gilt genau das Gleiche. Wenn du neue Möbel kaufst, lasse sie einfach mehrere Tage gut auslüften, damit sich Stoffe verflüchtigen können. Produkte, die mit dem blauen Engel gekennzeichnet sind, enthalten weniger Schadstoffe. Außerdem kannst du beim Kauf auf das EU-Ökosiegel achten. Es sorgt dafür, dass Schadstoffgrenzwerte eingehalten werden. Auch Bodenbelege und Spielteppiche können aus PVC bestehen. Greife lieber auf natürliche Alternativen wie Kork oder Holz zurück. Wenn man weiß, wie, ist es einfach, gefährliche Chemikalien im Kinderzimmer zu vermeiden. Jetzt fassen wir doch noch einmal die wichtigsten Tipps zusammen. Kaufe möglichst zertifiziertes Spielzeug mit Siegeln wie Spielgut. Das GOTS-Siegel ist ein vertrauenswürdiges Textilsiegel für schadstoffarmes Stoffspielzeug, das du unter anderem auf Kuscheltieren finden kannst. Entferne möglichst viele Plastikgegenstände aus dem Umfeld deiner Kinder und vermeide den Kauf von Plastikspielzeug. Sortiere chemisch riechendes und besonders weiches Plastikspielzeug aus. Lass deine Kinder nur mit Spielzeugen spielen, die auch als solches ausgewiesen sind. Andere Spielsachen können schädlicher sein. Und deswegen nimm lieber richtige Spielsachen. Nutze Materialien zum Basteln, die bereits von der Natur abgeworfen sind. Zum Beispiel Tannenzapfen, Kastanien oder Stöcker. Secondhand ist erstmal eine gute Idee, aber bei Kinderspielzeug solltest du darauf achten, dass es erst nach 2013 hergestellt wurde. In 2013 wurden nämlich bestimmte Schadstoffe in Spielzeug verboten. Befreie das Kinderzimmer mehrmals pro Woche von Staub und lüfte mehrmals am Tag.
Jetzt liegt es an dir, diese Tipps umzusetzen, denn jeder Schritt ist ein Schritt in eine giftfreiere Zukunft. Für deine Kinder, die Umwelt und die nachfolgende Generation. Think before you buy. Den Link zum Handbuch und weitere Informationen zum Thema findest du in der Beschreibung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass uns gerne ein Like da und teile dieses Video mit deinen Freundinnen und Freundinnen. Abonniere unseren Kanal für weitere Videos. Hast du Fragen oder Anregungen? Dann lass uns gerne einen Kommentar da.